Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute oder jetzt geht's los mit dem Zerlegen des Lowlights. Seid gespannt. Ja, herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute gibt es das Ganze mal in einer klein wenig anderen Form. Wir haben, als wir den Lowlight zerlegt haben, ganz fleißig geschraubt, den ganzen Abend durch, und haben dann irgendwann festgestellt, dass wir eigentlich relativ wenig kommentiert haben. Und da haben wir uns gedacht, wir machen das heute einfach mal ein bisschen anders. Ja, und wie ihr seht, sind wir hier im Video schon fleißig zugange. Wir haben erstmal den Lowlight auf die Bühne gepackt, haben dann die Scheiben entfernt. Die hintere Scheibe, die lag einfach nur lose drinne. Die ging also einfach ganz leicht raus. Und bei der vorderen Scheibe haben wir uns gedacht, die Dichtung ist sowieso nicht mehr zu gebrauchen. Deswegen haben wir die ganz einfach mit dem Cuttermesser am Rahmen aufgetrennt und so konnten wir dann die Scheibe entnehmen. Ja, und dann ging es dann direkt schon weiter, indem wir Stück für Stück, Teil für Teil rausgebaut haben. Der Tank ist sicherlich auch nicht mehr zu gebrauchen. Da war noch einiges an Benzin drinne, aber der ist so verrostet und so verstopft gewesen, dass trotz abgeschnittenem Benzinschlauch kein einziger Tropfen Benzin mehr aus dem Tank rauskam. Ja, als nächstes haben wir dann die Hauben entfernt. Ich mache das eigentlich immer so, dass ich, wenn ich Hauben rausnehme, die Schrauben erstmal beide löse und dann jeweils auf einer Seite eine Schraube noch drinne lasse, die zweite Schraube schon rausnehme und dann zum Runternehmen der Hauben kommt dann eine zweite Person dabei, damit man dann eben die Haube problemlos runternehmen kann, ohne dass es da Beschädigungen gibt. Ja, die Stoßstange ließ sich dann auch relativ einfach abnehmen. Die war auch nur noch jeweils mit einer Schraube rechts und links befestigt. Hinten war ja, glaube ich, schon gar keine mehr dran. Na, und selbstverständlich, wenn man so den ganzen Abend schraubt, braucht man zwischendurch auch mal eine kleine Stärkung. Das gehört sicherlich zu so einem Schrauberabend dann auch dazu. Ja, auf der Rückseite ging es dann weiter. Auch hier die gleiche Prozedur. Die Schrauben erstmal gelöst und dann mit zwei Leuten die Haube runtergenommen. Ja, danach ging es hinten am Motor weiter. Das ist eigentlich ganz ähnlich wie beim Käfer eben auch. Ja, erstmal so ein paar Anbauteile abnehmen, sprich Luftfilter runternehmen. Dann hat man hinten das hintere Luftleitblech, was abgenommen werden muss. Die wenigen Kabel, die da dran sind, müssen natürlich abgenommen werden. Benzinleitungen. Ja, und dann sind es ja eigentlich genauso wie beim Käfer eben nur die 4 Schrauben, die dann gelöst werden müssen. Und dann hilft eben auch sanftes Ruckeln, um dann den Motor hinten vom Getriebe zu lösen. Was hier gerade ist auch viel zu groß. Sollte der schmale 30 sein. Vielleicht kann man an der Stelle gerade noch mal erwähnen, dass wir festgestellt haben, dass die Bildqualität bei schlechtem Licht mit der Action Cam deutlich besser ist als wie mit der normalen Kamera. Deswegen haben wir versucht, heute hier in dem Video viele Aufnahmen von der Action Cam zu nehmen. Und die anderen Aufnahmen, die wir mit der normalen Kamera gemacht haben, die mussten wir dann nachbearbeiten mit dem Programm
Ja, ihr seht, dass das nicht so perfekt geklappt hat. Wir hoffen, dass das im nächsten Video dann besser klappt. Gut. Kann man gleich einen Abdecker mitgeben. Nachdem der Motor demontiert war, ging es dann direkt weiter mit der Vorderachse. Hier mussten die Spurstangen natürlich gelöst werden vom Lenkgetriebe und ansonsten sind das ja dann auch vorne nur 4 Schrauben, die da gelöst werden müssen und dann kann man die Vorderachse dann schon rausnehmen. Ja, im Anschluss daran haben wir uns dann ein klein wenig aufgeteilt. Der Hoffi hat sich an der Hinterachse zu schaffen gemacht und ich habe angefangen, die Karosserieschrauben zu lösen. Das hat eigentlich insgesamt recht gut funktioniert. Die Schrauben gingen alle wunderbar raus, aber ihr seht das hier, man hat das Gefühl, dass der halbe Schrottplatz an Dreck aus den Schwellern rausgefallen ist. Und natürlich waren die Schrauben auch alle mit ganz viel Rost und Unterbodenschutz verkniesknattelt, viel Dreck unten drunter. Das heißt, man musste also jeden einzelnen Schraubenkopf erstmal freilegen, dann die Nuss aufklopfen und dann konnte man mit dem Schlagschrauber die Schrauben ganz gut entfernen. Das ging, wie gesagt, besser, als wir das ehrlich gesagt erwartet hatten. Ja, und dann ging es schon an die Demontage der Hinterachse. Die war dann so weit gelöst, dass wir die rausnehmen konnten, inklusive Getriebe natürlich. Ja, und wie ich es eben schon gesagt hatte, haben wir sehr viel Videomaterial von dem Zerlegen des Lowlights. Deswegen haben wir uns gedacht, dass wir aus dem Zerlegen des Lowlights einen Zweiteiler machen. Deswegen endet das Video an dieser Stelle. Ja, und lasst doch mal einen Kommentar da, wie euch das gefällt, wenn wir das aus dem Off kommentieren oder ob euch das besser gefällt, wenn wir das direkt zwischendurch immer kommentieren und erklären, was wir da machen. Ja, und ansonsten gilt es wie immer, Like da lassen, Kanal abonnieren und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.